welkom waren alle til dit studium Een Plautdietschet Katechism. En vandaag komen we bij de vierde vrouw im Katechism. Dat is een paar zijn van de vierde vrouw, wens dat is verbonden met de vrouw of de vandaag wel. Vrouw nummer 3, wat we laatst mal gleich kunnen leiden, redt van het drie Gottes en een paar personen dat. En we gaan ons dat een beetje gearbeitet. En vandaag wel we vrouw nummer 4 ons durchlezen en durcharbeiten, waar het dan krijgt bedient net van ons vandaag en de vrouw. En Katechism en vierde vrouw zegt, is dit, wat kämpft man daartoe, nämlich zum drie Gottes? Oder wat krijgt einer dort? Das ist nur sehr durch die Frau. Und hastig gesagt, viele Menschen würden sagen, na, wir machen schaffen dafür, wir machen arbeiten dafür. Und das ist aber nicht, wo das lernen wird. So, wenn wir uns die Antwort darauf auch noch verlesen, und dann wird Schriftversen. Das sagt so. Durch den Glauben an Gott und Jesus Christus, unseren Heiland. Das sagt nicht, durch Worten an Gott und Jesus Christus, unseren Heiland. Der Recht Gottes an uns, das kommt nicht an uns näher durch Worten, was wir tun. Das kommt an uns näher durch Glauben. Na, was kriegt bedeutet dann? Mir fällt bei von einer Begebenheit, wo ein Mensch mal hat, eine Klasse Studenten gefragt, was ist der größte Sinn, was ein Mensch auf der Welt beginnen kann? Hat einer von den Studenten gesagt, der ganz größte Sinn, was ein Mensch beginnen kann, ist am Unglauben leben. Und das ist eine sehr weise Antwort. Wenn es ab Unglauben ist alles andere. Das ist der Grund, wo alles von herkommt. Als es dann Hochmut ist, oder Unaufrichtigkeit ist, oder was immer das dann mag sein. Das kommt alle uit Unglauben, das ist alle an Unglauben gewartet. Ein Mensch, der an Unglauben lebt, das ist tot für Jesus. Mit denen kann Jesus nicht Gemeinschaft haben. Der kann nicht mit Jesus Gemeinschaft haben. Wenn es der Unglauben sagt, der tot. Alles, was ein Mensch tut, zum auf sich selbst spielen, oder was er tut, wenn es nicht mit Gott Verkehr hat, oder mit Gott Gemeinschaft haben, das ist ein Unglauben. So Jesus sagt, wir sollen an ihm glauben. Er sagt in Vers 17, der letzte Punkt vom Vers, redet von Handelen. Das meint an ihm glauben. En ik wil nog wat vers lezen uit Hebräer, dat hier met bijstem. Eine vers is hier ooit heeft, en eine der heb ik zelfs abgeschlossen. Hebräer Kapitel 11, Vers 6 sagt es dit. Aber ohne Glauben ist das allmählich Gott hier voll. Das redet nicht von Worten, das redet von Glauben. Wenn Gott kommen will, muss glauben, dass er ist, dass er die belohnt, die ihm ernstlich segnen. Wir können vielleicht sagen, Segen ist Worten, aber nee, das ist nicht. Segen ist eine Herzensanstellung, wo wir uns mit uns Gott eingestellt sind, wo wir uns Gott gegenüber verholen tun. Was reden wir dann, wenn wir reden von Glauben? Meint das dann, dass du nicht Worten sind? Ganz bestimmt wollen die Worten sein. Worten wollen über die kommen, wo Glauben lebendig ist. Aber Mensch kann mit den Worten nicht sein, ihr Leben auch nicht das Recht Gottes verdienen. Das ist ein Geschenk, was kommt. Die Worte, was wir tun, das ist bloß ein Beweis dafür, was innerlich auch passiert ist, oder wo wir stehen mit Gott. Die Worte tun uns nicht seilig merken. Die Worte bringen das Recht Gottes nicht an uns näher. Die Worte wiesen bloß, was Gott getan hat in uns. Noch ein Vers, was ich will lesen, aus Hebräer Kapitel 11. Ich habe hier 11 gelesen, Vers 6, und ich will noch lesen, 11 Vers 1. Der sagt, der Glauben ist die Gewissheit, dass wir dort sehen wollen, auf was wir hoffen und nicht zweifeln an dort, was wir nicht sein. So dass wir bühen darauf, wir sagen unsere Hoffnung darauf. Das wir uns ganz vertrauen tun. Eine Geschichte, die mir beifällt, was uns vielleicht mit Klarheit geben über das und uns mit Forster sagen, ist die Geschichte mit Matthäus Kapitel 14, wo Jesus hat die Menschen das Eten gegeben, der hat das Brot vermehrt. Und dann lädt er am Abend, dann schickt er die Jünger eben am Wasser mit dem Boot. Und dann bleibt er am Land. Und dann danach, dann wird dies dann danach sind die Jünger am Wasser und hat verstorben. Und dann sie sind in Not. Und dann sie weiß nicht, was geben wird. Und dann kommt Jesus am Wasser gegangen und dann grillen sie sich. Und Jesus sagt, sie dreht das in Eck. Und dann sagt Petrus, wenn du bist, Herr, dann raub mir die Worte, die kommen am Wasser. Und Jesus sagt, komm. Dann sticht Petrus uit het boot uit en gaat am Wasser naar Jesus. Wat kann Petrus dat doen? Wie dat, wenn hij een sterker Mensch wie hij kan niet dat Wasser überwältigen, hij wie niet sterker als dat Wasser? Nee, dat wir glauben. Sie glauben an Jesus, die mögt dat hij kan am Wasser gehen. En Jesus, die dat Wort an, dat wie nicht hij wat het zelf steht. Aber das hält nicht sehr lang fair. Und wir fingen in Kapitel
14 Vers 30, in Matthäus 14 Vers 30 sagt, ob es halt den Wind sagt, mein Petrus sagt den Wind, wart am Angst en Funk an unje zu gehen. Dann schrie ich, Herr, rat mich. Jesus strak schwind die Hand uit en kreeg am te holen en zei hem, oh Mensch, du hast ein kleiner Glauben, worum zweifelst du? Dat Recht Gottes ist ein bisschen steht. Das kommt bloß dann an uns schaffen, wenn Jesus an uns was zutritt hat, wenn seine Kraft an uns schaffen kann. Weil wenn wir unsere eine Kraft wollen, dann hat das uns sehr kalt eng, dann schafft das verhalbs nicht. So die Frau im Katechismus dann nu, wie kämpft man dazu, oder wie kriegt einer dort, das ist ein Wort Gottes an uns. Weil wir uns heute aufmerken, und uns am Übergeben tun, uns vertrauen am Saten tun, und am Nachfolgen tun, dann sind wir an uns, dann haben wir dort. Aber weil wir nicht uns eine Kraft wollen, und auf uns selbst tun, dann haben wir das gar nicht. So, ich will bis Mutter sprechen, weil wir diesen Weg abfuhren, dort, wir wollen uns nicht auf uns selbst tun, wir bin auf Jesus, wir bin auf seine Worte, was er getan hat, und dann leben wir dort mit Dankbarkeit aus, und dort ist hauptsächlich, wo der Recht Gottes an uns arbeiten wird, wo wir dort kommen. Dankeschön für das Mal und sei uns Lothar.